Hier in Pockau-Lengefeld wird die Uhr gerade um 115 Jahre zurückgedreht. Auf einem Rowag-Schemel soll sich der große Walter Gropius in Dessau dereinst niedergelassen haben, um kreativ sesshaft zu werden im Bauhaus. Der Wagner-Schemel war jedenfalls schon da, bevor das Bauhaus kam. Jetzt ist er wiederbelebt worden, der Schemel, der so viel mehr ist als die Summe seiner Teile. Also das ist schon ein geniales Gefühl, nach über 3 Jahren dann das Endprodukt hier in den Händen zu halten. Also vor 3 Jahren haben wir angefangen grundsätzlich, aber vor weniger als einem Jahr haben wir mit der Produktion angefangen. Alida Amek hatte mit ihrem Mann Dieter auf einem Flohmarkt in München den Schemel entdeckt. Der Industriedesigner war so fasziniert, dass er den Hocker nicht nur kaufte, sondern mit seiner Frau auch die Markenrechte erwarb. In Pockau-Lengefeld fanden die beiden eine Firma, die auch noch Wagner hieß. Und den Schemel jetzt für sie originalgetreust fertigt, für ein Stück Zeitgeschichte. Der Rowag-Schemel kam 1909 auf den Markt. Auf der Leipziger Messe wurde er präsentiert, das erste Mal. Und er ist das allererste von seiner Art. Früher wurde alle Hockern aus Holz produziert und das war der erste aus leichtem Stahlblech. Der war sehr robust. Es war der erste industriell gefertigte Hocker überhaupt, der damals knappe 30 Kilometer entfernt in Chemnitz ersonnen wurde. Mit moderner Maschinentechnik ist so ein Schemelbau an sich kein Hexenwerk. Kompliziert wird es nur, wenn man wirklich wieder bei komplett Null anfangen muss. Aber der Firmenname ist der Programm. Also die Herausforderung bei der Entwicklung dieses Produktes lag im Prinzip darin, die komplette Technologie eines Hockers wieder neu zu entwickeln, der vor fast 100 Jahren produziert wurde. Für diesen Hocker lagen keinerlei Fertigungsunterlagen vor. Die Entwicklung der Werkzeuge oder auch der Montagevorrichtungen war komplett uns überlassen und wir haben dazu sämtliche Konzepte, Werkzeuge und auch Prüfvorrichtungen selbst entwickelt. Dass dieser ja doch heiße Hocker auch einen ordentlichen Preis haben muss, ist klar. 400 € pro Stück. Online ab Ende des Monats, aber zum Kunstliebhaberpreis auch in ausgesuchten Möbelhäusern. Ein Kaufargument soll natürlich auch der regionale Bezug sein. Also das war uns extrem wichtig, dass diese Möbelstück in dieser Marke in der Region bleibt. Wir kennen auch andere Marken, wo die aus der Region genommen würden, oder aus Osten vor allem. Und wir finden das sehr schade. Also vor allem, dass Rowag für Robert Wagner Chemnitz steht. Also das muss auch hier in Chemnitz und in der Nähe von Chemnitz in der Region bleiben. In einer Erstauflage von 500 Stück wurde der Schemel jetzt produziert. 400 € sind schon ein Preis, wo man sich erstmal setzen muss. Aber man erwirbt eine ziemlich originelle Sitzgelegenheit, zum einfach draufsetzen fast zu schade.